Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Wir haben ja in den letzten Wochen des Hängens und Würgens um den Bundeshaushalt einige neue Vokabeln gelernt. Jährlichkeit, Jährigkeit, Fälligkeit. Heute ist nun noch eine dazugekommen. Vorläufige Haushaltsführung. Die vorläufige Haushaltsführung nämlich greift, wenn es zum 1. Januar eines Jahres keinen gesetzlich beschlossenen Haushalt gibt. Genau das scheint der Fall zu sein, denn die Chefverhandler der 3 Ampelparteien haben sich noch nicht geeinigt und reißen damit alle Fristen für die noch notwendigen parlamentarischen Verfahren bis zum Jahresende. Der FDP-Finanzminister gibt sich entspannt. SPD und Grüne betonen, sie könnten keine falschen Kompromisse schließen, und die Opposition lehnt sich grinsend zurück. Andreas Künast aus Berlin. Der Tag beginnt schon ziemlich genervt und wird danach nicht besser werden. Bevor der Bundesrat an diesem Morgen dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr zustimmt, bekommt die Bundesregierung eine geklebt, weil auf den Haushalt für nächstes Jahr die Bürger, die Wirtschaft und die Bundesländer händeringend warten würden. Es ist eine schwierige Lage, das will ich anerkennen, aber es wird auch Zeit, dass die Ampelregierung jetzt ihren Vorschlag vorlegt für 2024, damit die Zeit der Unruhe, der Unsicherheit vorbei ist. Es war der Kanzler selbst, der die Erwartung erhöht hat, dass die Zeit der Unsicherheit nicht nur zügig, sondern sehr, sehr zügig vorbei sei. Die Ampel verhandle, so Scholz am Montag, sehr konstruktiv. Und das geht ja nur, wenn man Dinge, die schwierig sind, schnell zu entscheiden in der Lage ist. Und mein Eindruck ist, diese Bereitschaft existiert. Dass diese Bereitschaft dann doch nicht existiert, dass es die Ampel nicht schafft, sich rechtzeitig zu einigen, wird in den Zeitungen von morgen erbarmungslos kommentiert. Das Bild, das die Ampelregierung abgibt, ist erschreckend. Eine glatte 6 beim Regieren durchgefallen. Bankrotterklärung der Scholz-Regierung. Darf ich Sie ganz kurz daran erinnern, wo wir gerade sind? Ich weiß. Wir sind in Brüssel. Ja, nicht in Berlin. Der Tag begann genervt und geht genervt weiter. In Brüssel nerven die Journalisten Finanzminister Lindner, der keine Krise sehen will und keinen Grund zur Aufregung. Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten. Aus der SPD, die morgen ihren Parteitag beginnt, kommt derart kämpferisch vorgetragene Unterstützung für Olaf Scholz, dass jeder merkt, woran es in den Ampelgesprächen gehakt hat. Dass Sozialdemokraten niemals ihre Hand für Sozialstaatsabbau in Deutschland heben werden oder dafür, dass wir nicht mehr in unsere Zukunft investieren. Da weiß er, ob mit oder ohne Parteitag, die gesamte Partei hinter sich. Heute, vor genau 2 Jahren, hat die Ampel ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Heute sagt die Union, es ist vorbei. Die Ampel blamiert nicht nur sich selbst, sie blamiert das ganze Land. Olaf Scholz ist der Erfinder dieses Haushaltstricks. Er ist gescheitert, er trägt die Schuld. Und deswegen wären jetzt Neuwahlen der sauberste Weg. Der Tag begann genervt und er ist noch nicht zu Ende. Als die SPD am Abend zu ihrem traditionellen Vorwärts-Parteitagsfest zusammenkommt, warnt sie vor schlechten Kompromissen. Die FDP, die Grünen und sich selbst. Fragen wir noch mal nach bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann. Diana, Neuwahlen und schlechte Kompromisse, aber Olaf Scholz erweckt ja immer noch den Eindruck, dass die Einigung unmittelbar bevorstehe. Woran hakt es denn noch? Ja, diesen Eindruck erweckt der Kanzler gern und versucht es auch jetzt noch, da eigentlich offenkundig ist, dass das nicht funktioniert. Es hakt im Grunde genommen an dem Gründungsversprechen der selbsternannten Fortschrittskoalition, einfach weil die 3 Parteien dieser Koalition sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Fortschritt ist. Und unter dem akuten Geldmangel, der hier herrscht, bricht das jetzt als Verteilungskampf im Kanzleramt auf. Scholz, Lindner und Habeck werden sich morgen hier wieder zusammensetzen. Und dann geht es weiterhin, so hören wir, um Steuererhöhungen, um Einsparungen und auch darum, eventuell doch noch mal eine Notfallsituation zu erklären. Die Begründung wäre der Ukraine-Krieg. Und das würde dazu dienen, die Schuldenbremse noch einmal zu umgehen. Tatsächlich soll dieser Zustand spätestens, so sagen sie, Ende Januar beendet sein. Bis dahin will man dann eine Einigung haben und sie ganz regulär durch den Bundestag und den Bundesrat gebracht haben. Und bis dahin gilt die vorläufige Haushaltsführung. Also was bedeutet das jetzt ganz praktisch für Deutschland?
Also ganz praktisch bedeutet es, Christian Lindner hat es ja auch eben im Beitrag schon gesagt, dass alle Gehälter des Bundes gezahlt werden, dass die Sozialleistungen gezahlt werden. Es bedeutet auch, dass bewilligte Förderanträge, zum Beispiel für Unternehmenskredite und so weiter, das alles wird gezahlt. Aber viele Anträge sind noch in der Bearbeitung. Es ist auch nicht klar, welche Förderprogramme nächstes Jahr aufgelegt werden. Und das bedeutet für viele Bürger und vor allen Dingen für viele Unternehmen eine große Unsicherheit und eine Unruhe. Das manifestiert sich sehr stark im Osten, wo milliardenschwere Investitionen etwa in die Halbleiterindustrie erwartet werden und man nicht weiß, wie es da nun weitergeht. Immerhin ist es so, dass die Ampel sagt, sie wolle sich einigen. Es gebe weiterhin den Willen, sich zu einigen. Allerdings braucht es eben erstmal zumindest die Einigung der 3 Spitzenkräfte, dann einen Kabinettsbeschluss. Und auf die Einigung warten wir ja und bekommen sie auch schon seit einigen Tagen versprochen. Prinzip Hoffnung also weiter. Danke, Diana Zimmermann, war das aus unserem Hauptstadtstudio. Guten Abend nach Berlin. Es gibt auch Dinge, die die Bundesregierung überraschend schnell auf den Weg bringt. Seit heute nämlich kann man sich in Deutschland wieder am Telefon krankschreiben lassen. Sie erinnern sich, das gab es schon mal während der Corona-Pandemie. Und auch jetzt ist die Corona- und Erkältungswelle wieder so angeschwollen, dass die Arztpraxen rappelvoll sind. Und schwupps belebte die Regierung die alte Regelung wieder, und zwar für immer. Die Ärzte sind erleichtert. Der Verband der Arbeitgeber fürchtet dagegen, dass so die Krankschreibung entwertet werde. Unter welchen Bedingungen eine Telefondiagnose möglich ist, weiß Roman Leskowa. Wolfgang Kreischer hat momentan alle Hände voll zu tun. Die Infektionswelle spürt der Berliner Allgemeinmediziner seit Wochen. Auch bei Kollegen sei es kaum anders. So früh in der Erkältungssaison ist es eine ungewöhnliche Lage. Es sind mehrere Wellen, die sich zurzeit überlappen. Das ist einmal eine Grippewelle, einmal eine Corona-Welle und dann normale Erkältungskrankheiten. Da gehört auch das RSV dazu. Das ist ein Virus, was den Atmungstrakt befällt und heftige Erkältungserscheinungen hervorruft. In der Pandemie war für den Hausarzt noch die telefonische Krankschreibung möglich. Die extra geschaffene Regelung lief im März allerdings aus. Jetzt, mitten in der Infektionswelle, müssen die Patienten wieder in die Praxis kommen. Für ihn hat sich die Regelung damals bewährt. 80% der Corona-Infizierten konnten zu Hause bleiben. Die Praxen wurden ja freigehalten von infizierten Patienten. Das heißt, sonst wären die Praxen möglicherweise zu Hotspots geworden und man wäre in der Praxis krank geworden als Patient. Das geringere Ansteckungsrisiko für Mitarbeiter und Patienten das eine, die Entlastung der Mediziner das andere. Gerade deshalb haben die Ärzteverbände Druck gemacht, damit die Regelung zurückkehrt. Heute hat der gemeinsame Bundesausschuss die konkreten Details festgelegt. Das Wichtigste sicher, die telefonische Krankschreibung soll ab sofort gelten. Ärzte können maximal 5 Tage per Telefon krankschreiben und die Regelung gilt nur für Patienten, die in der Praxis bereits bekannt sind. Wir haben das nicht eingeschränkt auf bestimmte Erkrankungen. Das ist auch ein Unterschied zur damaligen Sonderregelung in der Corona-Zeit. Die einzige Einschränkung ist, dass es absehbar leichtere Verläufe des Krankheitsbildes sein müssen. Kritik kommt von den Arbeitgebern. Per Telefon drohten womöglich mehr Krankschreibungen, so die Befürchtung, was mehr Arbeit für die nicht kranken Kollegen bedeute. Das könnte Unruhe stiften. Mit der telefonischen Krankschreibung gibt es auch Rückfragen aus der Belegschaft, auch an die Unternehmensleitungen, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Und unsere Sorge ist, dass es den Betriebsfrieden herausfordert. Auch Wolfgang Kreischer kann schwarze Schafe nicht gänzlich ausschließen. Deshalb, betont er, gelte die Regelung nur für praxisbekannte Patienten. Am Ende wird es also an den Ärzten liegen, Vorbehalte wegen der telefonischen Krankschreibung auszuräumen. Es ist fast 5 Jahre her, dass die Spitzen der EU und die der chinesischen Staatsführung einander leibhaftig gegenüber saßen. Und die Wiedersehensfreude ist begrenzt. Die Europäer verstört, dass China den russischen Angriffskrieg nicht nur nicht verurteilt, sondern sogar unterstützt. Peking kauft weiterhin russisches Öl und Gas und liefert Moskau kriegsrelevante Hightech-Güter, wie zum Beispiel Speicherchips. Noch schlimmer, es rumpelt bei den europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. China importiert viel mehr Waren in die EU als umgekehrt. Darunter neuerdings auch staatlich subventionierte und deshalb sehr billige Elektroautos und Windräder.
Über einen Dialog zwischen Annäherung und Abschottung berichtet Miriam Steimer aus Peking. Was hier liegt, ist Teil des Problems zwischen China und der EU. Das sehen zumindest die EU-Vertreter so, die heute nach Peking gekommen sind, doch von vorne. Nach Jahren der Corona-Pause ist es der erste China-EU-Gipfel in Präsenz und mitgebracht haben die Europäer Kritik an einem großen Ungleichgewicht. Denn China verkauft viel mehr Waren nach Europa, als es umgekehrt Waren aus Europa kauft. Laut EU-Angaben betrug das Handelsdefizit zuletzt fast 400 Milliarden Euro. Die Ursachen sind bekannt und wir haben sie diskutiert. Sie reichen vom mangelnden Zugang europäischer Unternehmen zum chinesischen Markt über die Bevorzugung einheimischer chinesischer Unternehmen bis hin zu Überkapazitäten in der chinesischen Produktion. Überkapazitäten zum Beispiel an Windturbinen. Von den 15 größten Herstellern stammen inzwischen 9 aus China und unterbieten die Preise der europäischen Wettbewerber. Jörg Wuttke weiß um dieses Problem, hat die EU vor ihrem Treffen beraten. Denn kaum ein Deutscher kennt die Volksrepublik so gut wie der ehemalige Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Seit 30 Jahren lebt er hier. China zum Beispiel hat 40% mehr Windturbinen hergestellt und nicht eine Firma macht Profit, nicht eine. Ja. Also das wird sicherlich auch ein Thema sein, inwieweit diese Überkapazitäten jetzt durch dieses Exportventil durchgehen und in die Weltmärkte rausgehen, weil eben hier der Konsum arg liegt. Denn Chinas Wirtschaft schwächelt. Auch deshalb hört sich die Staatsführung die Problemliste der EU heute an. Zum Beispiel die wiederholte Aufforderung, dass Peking seinen Einfluss auf Russland nutzen soll, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Doch die chinesische Staatsführung nutzt weiter die Argumente des Kreml, steht an Russlands Seite, solange das der Volksrepublik nutzt, verkauft sich in der Propaganda gerne als Schlichter. China glaubt ja nur, sie wären neutral, aber sie sind natürlich neutral russisch positiv. Ja? Und das ist natürlich klar erkennbar, dass sie sich eigentlich nicht einmischen. Statt auf Konfliktthemen einzugehen, betont die chinesische Seite heute die Gemeinsamkeiten. Die Beziehungen zwischen der EU und China sind dabei, sich stabil und gut zu entwickeln, was den Interessen beider Seiten entspricht. China braucht die Zusammenarbeit, braucht den europäischen Absatzmarkt, um seine Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und auch die Europäer brauchen China. Und hier geht es jetzt weiter mit Heinz Wolf und dem nächsten Bahnstreik, der vor einer Viertelstunde begonnen hat. Ja, die GDL, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, hatte dazu aufgerufen, ab 22 Uhr im Personenverkehr und schon ab 18 Uhr im Güterverkehr. Die Bahn nahm bereits am frühen Abend erste Fernverbindungen aus dem Angebot und sprach von einer massiven Beeinträchtigung wegen des GDL-Streiks. Enden soll der Streik laut GDL in knapp 24 Stunden, morgen um 22 Uhr. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder wird seit heute wieder verhandelt. Für die dritte und womöglich entscheidende Gesprächsrunde in Potsdam haben die Arbeitgeber ein Angebot angekündigt. Es soll sich am Abschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und orientieren. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 € mehr, wofür es in den vergangenen Wochen mehrfach Warnstreiks gab. Seit Griechenland im Februar dieses Jahres der Türkei nach einem schweren Erdbeben zu Hilfe kam, haben sich die lange angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessert. Und heute gab es dann ein Treffen des griechischen Regierungschefs Mitsotakis und des türkischen Präsidenten Erdogan. Dabei wurde laut Mitsotakis eine Erklärung der guten Nachbarschaft unterzeichnet und Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vereinbart. Die internationale Militär- und Finanzhilfe für die Ukraine ist in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen. Sie betrage nach Angaben des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel nur noch etwas mehr als 10% des Vorjahreszeitraums. Der wichtigste Unterstützer sind die USA. Die oppositionellen Republikaner haben im US-Senat neue milliardenschwere Sicherheitshilfen für die Ukraine und Israel vorerst blockiert. Sie fordern eine strengere Einwanderungspolitik. Präsident Biden sagt, er sei zu großen Kompromissen bereit.
Eines der wichtigsten jüdischen Feste, das Lichterfest Chanukka, hat mit dem Entzünden des ersten Lichts an den traditionellen Chanukka-Leuchtern begonnen. Bundeskanzler Scholz, der zum ersten Mal an der Feier vor dem Brandenburger Tor teilnahm, rief zu Solidarität und Mitgefühl für die Jüdinnen und Juden in Deutschland auf. Bei dem achttägigen Fest treffen sich die Gläubigen nach Einbruch der Dunkelheit, vor allem mit Familie und Freunden, und zünden jeden Tag ein neues Licht am Chanukka-Leuchter an. Und wir schauen nach Israel. Das Verhältnis zwischen dem jüdischen Staat und den Vereinten Nationen ist schon seit langem angespannt. Die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten sympathisiert mit der Sache der Palästinenser und verurteilt Israel regelmäßig. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auch die UN-Frauenorganisation nach dem Überfall auf Israel ganze 8 Wochen brauchte, um einen dürren Satz zur sexuellen Gewalt von Hamas-Terroristen gegen Frauen und Mädchen zu formulieren. Dieser Teil des systematischen Hamas-Terrors spiele in der internationalen Wahrnehmung so gut wie keine Rolle, kritisieren israelische Frauenrechtlerinnen. Dabei ist gerade die Anerkennung von traumatischen Erfahrungen ein wichtiger Schritt zur Verarbeitung. Henriette de Maizière berichtet. Bilder, die so ungeheuerlich sind, dass wir nur Ausgewählte zeigen können. Berichte, die an Grausamkeit unsere Vorstellungskraft übersteigen. Augenzeugen, deren Erzählungen den Schrecken nur erahnen lassen. Die ganze Zeit, die wir hier in der Kuhle versteckt lagen, haben wir Mädchen gehört. Wir haben gehört, wie die Täter sich um die Frauen gestritten haben. Ich hörte auch, wie sie um die Genugtuung stritten, wer wen zuerst umbringt. Hunderte Leichen, die Asche von bei lebendigem Leib verbrannten Babys, abgetrennte Gliedmaßen, Überreste menschlichen Lebens. Die jüdische Religion gebietet eine rasche Beerdigung. Für genaue Ermittlungsarbeit blieb kaum Zeit. Beweise für Vergewaltigungen mit den Opfern begraben. Unsere Kriminalbeamten, die sich die Opfer ansahen, während sie Fingerabdrücke und DNA aufnahmen, sahen das. Sie sahen Enthauptungen, Verstümmelung. Sie sahen Schüsse, Nahschüsse und sie sahen Fesseln. Das Schänden von Frauenkörpern als Kriegswaffe. Eine junge Frau, die als Geisel genommen wird, mit sichtbaren Verletzungen. Die Last der Bilder erdrückend, doch unzeigbar. Die Hamas-Terroristen hatten Bodykameras bei sich, die sie vorbereitet hatten, und sie filmten all die Gräueltaten, die sie begingen, in Echtzeit. Sie gingen sogar in die Social-Media-Accounts ihrer Opfer und posteten alles. Ein auf der Plattform X veröffentlichtes Video. Islamistische Propaganda, welche sexuelle Gräueltaten legitimieren soll. Die Beweislast scheint erdrückend, und doch gibt es den berechtigten Vorwurf israelischer Frauenrechtlerinnen, dass die Taten lange ignoriert wurden. Die UN-Gremien, UN-Frauen, alle internationalen Frauenrechtsorganisationen haben sich entschieden, die von der Hamas begangene sexuelle Gewalt nicht anzusprechen. Erst vor einigen Tagen, knapp 8 Wochen nach dem 7. Oktober, nach heftiger Kritik und Protesten, eine Stellungnahme der UN-Frauen. Man verurteile den Angriff der Hamas, sei alarmiert über die Berichte von sexueller Gewalt und fordere Aufklärung. Die UN-Kommission für Kriegsverbrechen kündigte an, sich spezifisch auf diese Taten zu konzentrieren. Kriege haben viele Schlachtfelder und werden immer wieder auch auf den Körpern von Frauen ausgetragen. Und wir machen einen harten Schnitt und jetzt weiter mit den Nachrichten aus Sport und Wirtschaft und mit Heinz Wolf. Verbraucherschutzministerin Lemke hat angekündigt, dass die Koalition zeitnah Regelungen prüfen werde, die die Transparenz verbessern beim sogenannten Scoring, also einer Form der Kreditwürdigkeitsprüfung. Sie reagierte damit auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs heute. Sina Meinitz, was konkret hat der EuGH da entschieden?
Er hat für die Verwendung des Schufa-Scores enge Grenzen gesetzt. Zwar dürfen Firmen ihn nutzen, um damit eben die Kreditwürdigkeit von Kundinnen und Kunden zu hinterfragen und eben zu entscheiden, ob sie beispielsweise einen Kredit vergeben. Sie dürfen ihn aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage nutzen. Denn wenn dieser Wert die maßgebliche Rolle bei der Kreditvergabe spielt, stellt das eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall dar. Und diese ist nach der Datenschutzgrundverordnung verboten. Rund 68 Millionen Menschen sind bei der Schufa gelistet. Mit diesen Daten wird durch mathematisch-statistische Verfahren ein Wahrscheinlichkeitswert ermittelt, der sogenannte Score-Wert. Dieser bestimmt, wie kreditwürdig man ist. Wichtig zum Beispiel für Banken oder Vermieter. Verbraucherschützer begrüßen dieses Urteil. Die Schufa müsse nun verantwortungsvoller mit ihrer quasi Monopolstellung umgehen, heißt es. Und noch zum DAX, da ging es mit der Rekordjagd heute erstmal nicht weiter. So ist es, aber nach 7 Gewinntagen in Folge und einem erneuten Allzeithoch gestern ist solch eine Verschnaufpause am Aktienmarkt wohl auch ganz gesund. Seit Jahresbeginn hat der DAX fast 20% zugelegt und diese jüngste Rekordjagd war einigen jetzt wohl doch nicht mehr so ganz geheuer. Leichte Abschläge also heute, am Ende aber dennoch ein Stand, der sich sehen lassen kann, 16.629 Punkte. Konjunkturoptimismus, eine rückläufige Inflation in der Eurozone und die Aussicht auf wieder sinkende Zinsen sind derzeit in den Kursen schon eingepreist. Ein leichter Dämpfer kann also heute keinen wirklich überraschen. Sina Meinitz, vielen Dank. Neue DFB-Sportdirektorin für die Frauen wird Nia Künzer. Das gab der Deutsche Fußballbund heute bekannt. Die 43-jährige Ex-Weltmeisterin tritt den neu geschaffenen Posten am 1. Januar an. Bei der Handball-WM in Skandinavien haben die deutschen Frauen heute das Spiel gegen Rumänien gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Es war eine hart umkämpfte Partie, die das deutsche Frauenteam knapp mit 24:22 für sich entscheiden konnte. Vor allem durch eine überragende Leistung der Torfrau Katharina Filter, die 16 Würfe der Rumäninnen abwehren konnte. Am Samstag wird das deutsche Team gegen Serbien spielen und wäre bei einem weiteren Sieg sicher für das WM-Viertelfinale qualifiziert. Es steht nicht alles still in Deutschland. Das ist die gute Nachricht zum Schluss. Es gibt sie noch, die ganz großen Verkehrsprojekte. Auf der Ostseeinsel Fehmarn fiel heute der Startschuss für eine Bahnstrecke, die von Lübeck nach Puttgarden eben auf Fehmarn führen soll. Sie dient als Anbindung für den Tunnel, der dann unter der Ostsee nach Dänemark weiterführen soll und schon im Bau ist. Klar, Genehmigungen dauerten viel länger als in Dänemark und die sind auch noch längst nicht für alle Bauabschnitte erteilt. Natürlich hat das Projekt viele Gegner und logisch wurde es auch in den Haushaltsverhandlungen der letzten Wochen noch mal in Frage gestellt. Kosten immerhin 3,5 Milliarden. Aber heute hieß es dann doch, das sei gut angelegtes Geld des Bundes und die Finanzierung damit gesichert. Henna Hebestreit berichtet von der Insel Fehmarn. Kleiderbügel nennen sie auf Fehmarn die Brücke, die ihre Insel seit über 60 Jahren mit dem Festland verbindet. Für Autos und Eisenbahnen ist das Konstrukt über den Fehmarnsund errichtet worden. Um sie herum beginnt die Bahn jetzt mit großen Bauarbeiten. Schon bei diesem Festakt muss die Bahn improvisieren. Eigentlich wollten sie dort, wo sie schon ein bisschen bauen, zünftig die Spaten in die Fehmeraner Erde stechen. Doch das Tauwetter hatte alles in eine Schlammlandschaft verwandelt. Trotzdem große Freude, dass es nach langem juristischen Streit endlich losgeht. Wir haben mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und sind zu Lösungen gekommen. Sind vielleicht nicht immer alle mit allem ganz einverstanden, aber dass es heute losgehen kann, ist wichtig und auch wichtig für den Eisenbahnverkehr in Europa. Denn für die Fehmarn-Belt-Querung baut Dänemark für gut 7 Milliarden Euro einen Tunnel durch die Ostsee. Knapp 90 solcher Betonelemente werden auf der 18 Kilometer langen Distanz im Meer versenkt, mit Röhren für den Auto- und Eisenbahnverkehr. Damit es auf der deutschen Seite hinter dem Tunnel zügig weitergeht, verlegt die Bahn zwischen Puttgarden und Lübeck auf 85 Kilometer neue Schienen oder modernisiert vorhandene Trassen. Dieses Bahnprojekt schließt einmal die Lücke im Hochgeschwindigkeitsnetz zwischen Skandinavien und Mitteleuropa. Auch Norddeutschland soll davon profitieren. Das ist immer auch eine Chance, genau für die Region hier, durch eine gute Anbindung, auch durch Gewerbeflächen, die wir entwickeln. Hier werden viele Arbeitsplätze zusätzlich entstehen und deswegen wird die gesamte Region auch davon profitieren.
Auf Fehmarn gab es stets Vorbehalte gegen den Tunnelbau. Bürgerinitiativen wie Beltretter protestierten aus Sorge um die Natur oder aus Angst, als Urlaubsziel unattraktiv zu werden, konnten sich vor Gericht aber nicht durchsetzen. Ich habe immer gesagt, wir wollen dieses Projekt verhindern, und nach dem Richterspruch war das dann eindeutig eben nicht mehr zu verhindern, und dann ist man als guter Demokrat auch bereit, seinen Frieden damit zu machen. Die Bahn muss sich jetzt beeilen. In 6 Jahren schon sollen Hochgeschwindigkeitszüge die Fahrzeit von Hamburg nach Kopenhagen halbieren. Wird ihr eigener Tunnel zwischen Fehmarn und dem Festland nicht rechtzeitig fertig, müssen sie noch mal improvisieren und die ICEs über den Kleiderbügel schleichen. Und die Bahn muss sich beeilen. Das war's von uns. Wir empfehlen Ihnen jetzt bei Maybrit Illner vorbeizuschauen. Sie hat heute neben den Generalsekretären von SPD und CDU Sarah Wagenknecht zu Gast und diskutiert zum Thema Not-OP am Haushalt. Wen macht die Ampel arm? Und um 0:45 Uhr meldet sich dann Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update. Tschüss, schönen Abend und bis morgen. Wiedersehen. Guten Abend. Udo heißt das Tief, dessen eindrucksvolle Wolkenspirale Sie hier westlich von Großbritannien sehen. Dieses Tief, das sich da heute eingekringelt hat, bringt Regen mit. Und wenn der auf den gefrorenen Boden fällt, dann wird es spiegelglatt. Das geht jetzt in diesen Stunden los, und pünktlich zum Berufsverkehr sollten Sie also in einem Streifen vom Emsland bis zum Schwarzwald mit Eisregen rechnen. Im Osten wird die Nacht noch ruhig sein. Da ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkt und zum Teil auch neblig. Meist sinken die Temperaturen in den Frost. Und am kältesten wird es hier Richtung Chiemgau mit -11 Grad. Im Westen macht sich schon die etwas mildere Luft bemerkbar mit +1 Grad am Niederrhein. Glatteisregen, Schnee und Schneeregen ziehen dann morgen im Laufe des Tages weiter ostwärts. Und besonders gefährlich durch Eisregen wird es morgen über Tag wohl in Teilen von Hessen, Thüringen und Bayern werden. Im Westen wird dann ganz bald Regen aus dem Eisregen, und westlich des Rheins lässt dieser Regen auch nach. Dort wird es schon recht mild. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 8 Grad. Ein Rest der Frostluft hält sich aber morgen noch im östlichen Bayern. Da liegen die Höchsttemperaturen so bei -2, -1 Grad. Und in den nächsten Tagen geht es windig, mild und regnerisch weiter. Am Montag liegen die Höchsttemperaturen bei 6 bis 13 Grad. Diese Milderung ist allerdings nur von kurzer Dauer, wie Sie hier am Beispiel von Berlin sehen können. Denn schon zum Ende der nächsten Woche wird es wieder kälter. Guten Abend.